mal wieder im Auto unterwegs, diesmal auf dem Weg nach Paris. Unsere älteste Tochter Soraya zieht um und wir begleiten sie mit all ihren Sachen im Auto. Gerade sind wir an Bielefeld vorbeigefahren und ein passendes Thema zum Thema Bielefeld ist das Thema Wahrheit. Ich lese gerade ein Buch. Das Buch heißt 12 Rules for Life von Jordan Peterson und ist das Buch eines kanadischen Psychologen, eines Professors, der für mich sehr faszinierend ist, weil er das, was ich als geistliche Prinzipien beschreiben würde, er als Psychologe erklärt. Dinge, die seit 2000 oder 3000 Jahren immer wieder sich als Wahrheit bestätigt haben, im Prinzip erklärt, warum das funktioniert und warum das den Menschen etwas gibt. Und das Kapitel, was mich sehr angesprochen hat, was ich gerade gestern gelesen habe, heißt: Rede die Wahrheit oder lüge wenigstens nicht. Und ich hatte so eine Idee, worum es in dem Kapitel gehen könnte. Und das war auch ein kurzer Teil in der Einleitung, nämlich, dass wir miteinander die Wahrheit reden als Menschen und wie das, diese Zuverlässigkeit, wenn ich weiß, ich habe jemanden vor mir, der Wahrheit redet, dann wächst daraus Vertrauen und dieses Vertrauen baut feste Beziehungen auf, die sehr robust sind und sehr stark standhalten können, gerade in Schwierigkeiten. Aber der größte Teil dieses Kapitels ging um ein anderes Thema, nämlich darum, dass wir die Wahrheit mit uns selbst reden sollen, dass wir uns selbst gegenüber wahrhaftig sein sollen. Was bedeutet das? Wir haben alle bewusst oder unbewusst Ziele in unserem Leben oder bestimmte Ideen, wie wir unser Leben führen wollen. Und manchmal fällt es uns schwer, uns einzugestehen, dass diese Ziele nicht die richtigen Ziele waren und angepasst werden müssen. Oder dass bestimmte Ideen vom Leben nicht genau das treffen, was wir uns eigentlich mit 18 Jahren so vom Leben vorgestellt haben. Und dann ist die Herausforderung für uns, wahrhaftig mit uns selbst zu sein, ehrlich mit uns selbst zu sein, uns das einzugestehen und uns anzupassen. Dabei geht es nicht darum, eine Spaßbremse für Idealisten zu sein oder einfach bloß aufgrund der Realität ständig Menschen zu desillusionieren über ihre Hoffnungen. Der Mensch hat eine unglaublich große Anpassungsfähigkeit und eine unglaubliche Kreativität, um Probleme zu lösen und neue Wege zu finden für sich. Aber all das kommt nur dann zum Greifen, wenn wir bereit sind, uns einzugestehen, wenn wir auf dem falschen Weg sind und ehrlich mit uns selbst zu sein. Ich selbst kann mich erinnern an eine Situation, wo ich meine Firma umstrukturiert habe und tatsächlich mein Leben für eine Zeit lang, für über ein Jahr so gestalten konnte, dass ich nur 15 Stunden pro Woche dort vor Ort sein musste und arbeiten musste und in einer anderen Zeit sehr viele kreative Dinge in meiner Freizeit machen konnte. Und ich mochte wirklich diese Idee von dem Unternehmer, der erfolgreich ist und nur 15 Stunden pro Woche arbeiten muss und ansonsten all diese Freiheiten hat und ehrenamtlich tätig ist. Aber dann gab es erste Anzeichen, dass das nicht nachhaltig war und dass ich das nicht lange aufrechterhalten konnte. Und dennoch brauchte es fast ein Jahr lang, bis ich mir eingestanden habe, dass das so nicht funktioniert. Und
wenn ich dieser Idee nachgegangen wäre und nicht ehrlich mit mir selbst gewesen wäre, hätte ich mich nicht anpassen können. Und das war schwierig, das war ein Kampf, das war herausfordernd, aber es war nötig. Da konnte ich neue Ideen entwickeln, wie ich meine Arbeit gestalten kann, wie ich mit meiner Firma umgehen kann. Und das ist wichtig, das ist nötig, sich anzupassen und ehrlich mit sich selbst zu sein. Ehrlich mit sich selbst zu sein, das ist das Thema. Und du kannst mal über deine Ziele in deinem Leben nachdenken. Du kannst mal über deine Ideen von Leben nachdenken, wie das eigentlich sein sollte. Und dich dann fragen, was sind die Dinge, die möglicherweise nicht die Tests der Realität Bestand halten? Und wo jage ich etwas nach, wo ich mir vielleicht eingestehen muss, dass es nicht möglich ist und dass ich bereit sein muss, meine Ziele anzupassen. Das hat nichts damit zu tun, seine Vision, seine Ideen, seinen Idealismus aufzugeben. Aber das Leben ist wesentlich erfüllender, wenn wir uns nicht selbst in die Tasche lügen darüber, wo wir sind, wo wir in unserem Charakter sind, wo wir in unserem Wesen sind, wo wir in unseren Fähigkeiten sind, sondern wir können uns anpassen und wachsen. Und darum finde ich diesen Titel, dieses Kapitel sehr passend. Rede die Wahrheit oder lüge wenigstens nicht.